Ich kriege heute das Grinsen wirklich nicht mehr aus dem Gesicht. Es liegt nicht nur an dem schönen Wetter da draußen, das liegt natürlich an dem Auto, in dem ich sitze. Das ist der BMW M5 der ersten Generation. Das war tatsächlich das Auto, mit dem BMW eine ganz neue Klasse aufgemacht hat. Die Klasse der Sportlimousinen. Nein, nicht der Sportlimousinen, der Supersportlimousinen, weil starke Sechszylinder hat es vorher auch gegeben. Aber eine Limousine der gehobenen Mittelklasse mit einem Supersportwagenmotor unter der Haube, das hat es tatsächlich vor dem M5 nicht gegeben. Natürlich zeigen wir euch, wie der BMW M5 heute mit über 40 fährt. Wir erzählen seine Geschichte, wir werfen einen Blick unter die Motorhaube, selbstverständlich. Wir erklären sein Design und zeigen, wie es innen so aussieht und was er für Besonderheiten hat. Bleibt also einfach dran, hinterher haben wir, glaube ich, die ganze Geschichte dieses bemerkenswerten Autos durcherzählt. Und der Supersportwagen war natürlich der BMW M1 aus den frühen 80er Jahren. Heute natürlich eine Ikone, teuer gehandelt und sehr gesucht. Damals aber am Markt ein Flop und die Motoren waren dann nun mal schon da. Und die haben dann eine neue Heimat gefunden, einmal im BMW 6er und im BMW 5er der Baureihe E28. Aus heutiger Sicht also ein echter Glücksfall und ein großes Vergnügen beim Fahren, auch wenn ich leider hier auf den niedersächsischen Landstraßen das Potenzial dieses Autos, 286 PS, nicht so ganz ausschöpfen kann. Aber trotzdem, es ist eine Riesenfreude, damit unterwegs zu sein. Wenn wir heute obere Mittelklasse sagen, dann denken wir natürlich an große, breite und schwere Autos. Das war in den 80er Jahren noch nicht so. Und der BMW M5, der demonstriert, was das bedeutet. Er wirkt also tatsächlich schwerelos in seinem ganzen Charakter. Er lenkt leicht ein, präzise, schöne Rückmeldungen von der Lenkung. Er lässt sich ganz wunderbar schalten, also wirklich präzise Führung und ganz kurze Schaltwege. Das ist ein großes Vergnügen. Und das Beste ist natürlich der Motor, der immer nur säuselt und andrückt und wirklich vibrationsfrei und kultiviert, hochdreht, dreht, so hoch dreht, wie ich es hier nicht machen kann, weil ich bin natürlich an die Straßenverkehrsordnung gebunden, was ich jetzt beweine. Aber auch beim ganz normalen Landstraßenbetrieb merkt man, was dieses Auto für ein Potenzial hat, ja, was es für eine Freude macht und wie mühelos alles vonstatten geht. Also ich sehe hier Drehzahlmesser, roter Bereich 6,5. Den kann ich so hoch drehen und dann klingt er immer noch ganz entspannt. Und das ist das Auto, das mich jetzt wahrscheinlich auch quer durch Europa tragen könnte und ich würde aussteigen, immer noch grinsen und hätte keine Rückenschmerzen. Weil auch das kommt erschwerend hinzu. Er ist zwar straff, aber er ist nicht hart, er ist nicht knöchern. Er ist also tatsächlich in seinem ganzen Charakter sehr kultiviertes Auto, mit dem man nicht nur Rundenzeiten auf den Asphalt brennen kann, sondern tatsächlich auch im besten Sinne seine Dienstreise antritt und mal eben von Hamburg nach München dreht, ohne sich hinterher schlecht zu fühlen. Und das ist, was ihn damals auch zum was sein Alleinstellungsmerkmal war auf dem Automarkt der 80er Jahre. Man muss sich vorstellen, bei Mercedes damals die E-Klasse oder noch nicht E-Klasse W123, die hörte auf bei 2,8 Litern und 185 PS, und auch bei BMW war lange Zeit mit dem 528i Schluss. Dann kam irgendwann noch zu E12-Zeiten, E12 war der erste Fünfer, kam der 535i als erste Sportlimousine, die ein bisschen mehr gewagt hat, aber das war ja ein reines Nischenmodell gewesen. Es gab dann auch den E28, in dem wir hier sitzen, als 535i, aber tatsächlich die neue Zeitrechnung hat begonnen mit diesem ersten M5, mit dem BMW auf dem Markt lange Zeit auch alleine war, weil es hat zum Beispiel bei Mercedes gedauert, bis in die Ära des W124, als mit dem 500e, dem M5, ein echter Konkurrent erwachsen ist. Und das war dann tatsächlich erst in den 90er Jahren. Das zeigt, wie weit BMW 1985, als dieser M5 erschienen ist, seiner Zeit voraus war. Boah, wie der andrückt, das ist ja irre. Er hört ja gar nicht mehr auf. Aber
aber ich will meinen Führerschein behalten und höre jetzt auf. Also fahren mir vor mir andere Verkehrsteilnehmer, die nicht ganz so viel Freude am Fahren haben. Aber es zeigt natürlich, was geht, wenn man vielleicht mal eine leere Autobahn hätte oder eine leere Bundesstraße ohne Limit. Das zeigt er auch hier ganz schön. Einmal noch hochdrehen. Locker, flockig, ohne irgendwelche Mühe. Das ist Wahnsinn. Ja, ein Auto der 80er Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Die Welt fuhr damals, der Deutsche fuhr damals einen Golf mit 75 PS und hat geglaubt, der sei schnell. Jetzt noch mal ganz kurz. Nicht schlecht. Ach, wie großartig, auch wenn man natürlich die Potenziale dieses Motors hier nicht voll ausschöpfen kann, weil sonst ist die Pappe weg. Den Motor, den schauen wir uns jetzt mal an. Ach, sehr aufmerksam. Hier gibt es einen extra Pfeil, der einem anzeigt, wo der Hebel sitzt. Und das ist natürlich ein sehr ergreifender Anblick hier, der M88-3 Motor im BMW 5er der Baureihe E28. Auf den originalen Fotos sieht es wesentlich harmloser aus als hier im Natura, weil man natürlich sieht, wie man den in diesen Motorraum reingeschuhlöffelt hat. Den Motor des BMW M1 mit seinem Vierventilkopf, mit den Einzeldrosselklappen, Trockensumpfschmierung, also tatsächlich ein astreiner Rennmotor, der damals in einem Mittelklasse oder in einem Auto der gehobenen Mittelklasse ein echter Schocker war und auch heute noch für großes Fahrvergnügen sorgt. Was heute natürlich geradezu anrührend ist, ist die Tatsache, was für ein zierliches Auto dieser erste M5 ist, weil er im Grunde ja nichts anderes ist als ein schnellerer BMW 5er der Baureihe E28 und die ist natürlich gefangen im Format und auch im Stil seines Vorgängers noch. Also ist noch sehr verhaftet in der Formensprache der 70er Jahre. Man merkt dem Wagen, wenn er im Rückspiegel sich schnell nähert, nicht ohne weiteres an, dass hier der M5 kommt. Es könnte auf den ersten Blick auch der 518 sein oder der 524 TD, der erste Diesel, den es in der Baureihe damals auch gab, weil er unterscheidet sich von den ganz regulären Fünfern tatsächlich nur durch den Schriftzug und durch seinen Frontspoiler und hat zum Beispiel noch nicht mal Verbreiterungen hier, also keine breiteren oder ausgestellten Radläufe. Bisschen größere Räder hat er natürlich. Das sind hier nicht mehr die ganz originalen Räder, weil die gab es mit den TRX-Felgen und der TRX-Bereifung von Michelin, die heute sehr selten und sehr teuer ist. Das heißt, wer so einen M5 wirklich fahren will, der greift dann vielleicht zu alternativen Radsätzen. Ansonsten sieht man ein sehr klassisches und sehr unaufgeregtes Auto, wirklich in der Formensprache der 70er Jahre, das damals in den 80ern tatsächlich auch so ein bisschen altmodisch wirkte gegen den Mercedes W124 oder auch den ersten Audi 100, der 1983 kam. Das heißt, das hier ist kein Aerodynamik-Weltmeister, sondern ein Auto mit einem CW-Wert von 0,39 und das macht heute den Reiz, die exorbitante Leistung und gleichzeitig die klassische Linie. Dann gibt es natürlich auch noch den Heckspoiler, der damals den M5 von den regulären Fünfern unterschieden hat. Und typisch natürlich auch der kleine, sehr dezente Schriftzug. Wir haben hier einen wirklichen Familien- und Business-Kofferraum, der also wirklich voll nutzbar ist und sehr groß, mit einer kleinen Einschränkung. Der kleine Kasten hier, da sitzt die Batterie drin, die hat keinen Platz mehr neben dem mächtigen M88-3 im Motorraum. Ist natürlich auch für die Gewichtsverteilung besser. Das heißt, da haben wir eine kleine Einschränkung, die sitzt hier in ihrem eigenen Gelass rechts im Kofferraum. Dann schauen wir uns jetzt mal den Innenraum an. Ja, also vor allem ist es mal toll, wie gut dieser Fünfer ergonomisch funktioniert. Das heißt, man sitzt in diesem doch relativ schmalen Auto ganz hervorragend.
Ja, die Fahrerposition ist einwandfrei, ohne dass man in irgendeiner Form von der Mittelkonsole eingemauert wird. Das ist ganz, ganz großartig. Ansonsten ist dieser M5 gar nicht so sehr viel anders als die anderen Fünfer zu seiner Zeit. Er hat natürlich ein Tacho bis 280 und keine Verbrauchsanzeige. So genau möchte man das hier nicht wissen. Er hat diese wunderbaren Sportsitze, die komfortabel sind, aber gleichzeitig straff und einen tollen Seitenhalt bieten. Er hat das spezielle Sportlenkrad und ein bisschen den anderen kürzeren Schalthebel. Das unterscheidet ihn von den anderen regulären Fünfern, wobei man vieles auch als Zubehör damals von der M GmbH kaufen konnte. Typisch für die Fünfer-Modelle dieser Zeit sind Hightech-Details, wie zum Beispiel die Jack Control. Da muss ich jetzt mal kurz die Zündung anmachen. Dann leuchtet hier das Licht für das Bremslicht auf. Ich tippe mal schnell auf die Bremse, dann geht es aus und dann weiß ich, Bremslichter funktionieren. Dann drücke ich hier drauf und sehe alle anderen Funktionen, also zum Beispiel Motorölstand, ich muss jetzt die Brille abnehmen und schauen, Abblendlicht, Waschwasser, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Kühlwasser, alles okay. Ich kann also losfahren. Dazu habe ich dann doch hier den Bordcomputer hier mit der rot glimmenden LED-Anzeige. Zum Beispiel Durchschnittsgeschwindigkeit zeigt er mir an. Dann doch Verbrauch. Da behauptet er 39,5 Liter auf 100 Kilometer. Das meint aber wahrscheinlich nur ein bisschen Kurzstreckenfahrerei. Reichweite 205 Kilometer. Eine Stoppuhr habe ich hier. Die Außentemperatur 12,5 Grad, da war man damals sehr stolz drauf, weil das hatte auch der Wettbewerber Mercedes nicht in den 80er Jahren. Ansonsten ein klassischer Fünfer aus der Zeit, interessant. Ich habe hier Türtafeln mit Stoffbespannung, mit so einem Pepita-Stoff, aber voll belederte Sitze. Wenn ich gewollt hätte in den 80er Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich auch Pepita-Stoff auf den Sportsitzen bekommen oder ein voll beledertes Cockpit. Es soll auch M5-Modelle gegeben haben mit der Sitzanlage der normalen Fünfern mit Velour, wenn das jemand mit Understatement-Gen haben wollte. Diese Autos sind tatsächlich damals in Handarbeit entstanden und es wurden sehr, sehr viele Kundenwünsche erfüllt. Und auch heute noch ist das ein Auto, bei dem man sagen muss, ich könnte jetzt losfahren und allzu viele Wünsche werden, glaube ich, nicht mehr offen. Ja, wir haben hier einen echten Schambolzen, der es leicht hat, auch nach einer kurzen Proberunde einen verliebten Fahrer zu hinterlassen. Natürlich wird der BMW M5 der ersten Generation von seinen Nachfolgern übertroffen, wenn es um die Leistung geht. Aber das Wechselspiel aus filigraner Form und brutaler Technik ist, finde ich, unverwechselbar und das macht ihn wirklich zum großen Favoriten. Ansonsten für BMW-Fans haben wir hier auf unserem Kanal der Bremen Classic Motor Show noch mehr Material und noch mehr über ihre Lieblingsmarke, zum Beispiel den Vergleich der ersten beiden M3-Generationen oder auch den Vergleich des 02 in seiner Sparversion, das war der 1502, und seiner schärfsten Version, das war damals der Turbo. Viel Spaß dabei!